Mahlzeit, willkommen beim Radio Video Magazin, ein neues Video unsererseits aus den USA. Wir sind in Kalifornien unterwegs, wir sind in Kettleman City und das ist hier so eine Oase in der Mitte zwischen San Francisco und Los Angeles, wo nämlich nichts und noch viel mehr nix ist. Und das hier, das habt ihr gestern gesehen, bei Taco Bell hatten sie keinen Bock mehr, haben sogar die Innenbeleuchtung, nicht nur die Außenbeleuchtung war aus, sondern irgendwann haben sie drin das Licht sogar ausgemacht. Das hat es auch schnell wieder angemacht, aber die haben auch den kompletten Innenraum schon irgendwie zugemacht, obwohl die noch 2 Stunden auf hatten. Ihr habt Uschis Brillenglas auch im letzten Video gesehen. Das ist einfach rausgefallen. Und jetzt wird hier professionell die Brille repariert, wie man es kennt, mit dem Nähset, was man im Krankenhaus also das fällt eh wieder raus, wie ich dort gerade sehe, aber... Ja, ich krieg das nicht hin. Ja, das Hängerkind. Ein Ding nach dem anderen kloppt ihr die ganze Zeit raus. Guckt ihr euch mal lieber Kettleman City von oben kurz an und wir checken das Frühstück mal aus. Das soll ganz okay sein für USA-Verhältnisse natürlich. Every day I walk the floor and think of you, and every night I pray the Lord will see me through. Every time I think I find a love that's true, I fall right back to walk the floor and think of you. Once there was a time when I had everything, and once around my finger was a wedding ring. But like a fool I threw away the love we knew, and now alone I walk the floor and think of you. Walk the floor and think about the home we shared. The lonesome halls and empty walls are all that's there. So for now your memory will have to do. Each day and night I walk. Gestern euch schon verraten, haben wir ja so 2 Stunden bis zu unserem nächsten Ziel. Und die fahren wir auch. Witzigerweise ist wirklich dann der Interstate wieder in den Park reingefühlt. Und direkt neben der Ausfahrt sind wir dann wohl da. Aber wir fahren ja auch wirklich nur straight geradeaus den ganzen Tag. Und was ich da mal erwähnt haben wollte ist, weil bei uns, wenn du so lange, so geradeaus mit so teilweise wenig Fahrzeugen unterwegs bist, das wäre ja die Teststrecke für neue Geschwindigkeitsrekorde. Hier gibt es aber Speedlimit, wie fast überall auf der Welt, außer bei uns. Und 70 Meilen ist eigentlich so das Höchste, was wir bis jetzt irgendwie hier hatten. Ich glaube, wir hatten 75 Meilen irgendwo mal in Texas, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Man kann jetzt hier trotzdem nicht einfach langballern, weil hier nichts und niemand ist und es keine Blitzer gibt und du die Polizei bestimmt vorher siehst, wenn die lasert. Denn die Geschwindigkeit wird hier per Aircraft überwacht. Hier fliegen Flugzeuge rum oder segeln oder whatever, die dann die Geschwindigkeitskontrollen mit durchführen. Und dann kann man gezielt einen Officer zu dir schicken, wenn du hier Speeding begehst. Das vielleicht auch mal als kleinen witzigen Fun-Fact erwähnt, wie das hier gehandhabt wird. Ist jetzt nichts Außergewöhnliches in den USA, aber für uns ist das ja schon nicht normal. Würde ich gerne mal sehen, wie den ganzen Tag über die A40 irgendwelche Flugzeuge fliegen, die Geschwindigkeit kontrollieren wollen. Ja, das einmal dazu. Hello! Wir sind jetzt hier gerade in den Mountains von Kalifornien. Also diese Hügelchen, die hier drumherum sind, die habt ihr auch schon im Video gesehen. Es ging jetzt in so eine kurvenreiche Strecke. Es war ja die ganze Zeit geradeaus und jetzt müssen wir zwischen den Hügelchen hier einmal durch.
Und es geht leicht bergauf. Am Anfang dieser kurvigen Strecke war ein Schild aufgestellt, dass man Overheating vermeiden soll, indem man seine Aircondition ausschaltet im Auto. Ich schon so, hä? Was sind das hier für, Bro hat gesagt, was sind das hier für Karren, dass du hier nicht Klima anhaben kannst, um hier diesen bisschen bergauf zu fahren. Okay. Selber Truck. Dann fuhren wir so weiter und dann fing es irgendwann an mit so einem Schild, Water in einer Meile. Ich so, ja, was denn, Kühlwasser oder was? Und dann nach diesem Schild waren irgendwie 4 Autos oder so. Der eine Truck, der hatte seine Motorhaube auf und war am Qualmen. Dann war noch ein Pickup, der da stand mit Warnblink und Motorhaube auf. Und ich glaube noch ein LKW oder was. Also irgendwie, und an dieser Stelle, wo es dann das Water gab, da waren auf jeden Fall auch einige Autos am Start. Also irgendwie ist das hier ein Problem für diese Fahrzeuge. Und es ist nicht heiß und es ist nicht richtig steil. Also was machen die im Sommer mit ein bisschen mehr Berg? Zu Fuß gehen? Oder? Im Sommer wird es auf jeden Fall nicht mehr Berg. Oder geht jetzt bei hier so aus? Nein, im Sommer wird es nicht mehr Berg, aber ich meine an anderen Strecken zum Beispiel. Also will man gar nicht wissen, wie es dann aussieht. Aber gut. Wir haben bis jetzt keine Probleme. Können uns nicht beschweren. Jetzt habe ich es gejinxt. Nächste Szene, wie wir liegen bleiben. Walk the floor and think about the home we shared. The lonesome halls and empty walls are all that's there. So for now your memory will have to do. Each day and night I walk the floor and think of you. I wait for someone to save. I wanna tell you something new. You drove us both into a wall. I drive away into the night and I contemplate for a while. Das war jetzt wieder mal ein bisschen zu lustig. Wir sind angekommen und wir haben erstmal Preferred Parking bekommen, warum auch immer. Da wird aber vorne einfach so ein Zettel reingeklemmt hinter den Scheibenwischer. Und dann fährst du bis zu den Preferred Parking Lots und hier stand gerade eine Mitarbeiterin und die sammelt die Zettel auch wieder ein. Das sind einfach auf normalem Papier ausgedruckte Zettelchen. Ja, der hat den bei uns ziemlich mittig vom Fahrzeug angebracht. Und das ist ziemlich hoch und die Mitarbeiterin, die die Zettel einsammelt, ist ziemlich klein und kam da nicht dran und hat dann mich gebeten, ob ich ihr den nicht geben könnte. Bin ich eben ausgestiegen und habe den Zettel abgemacht. Schauen wir mal, also diese Dächer hier, die Solardächer, die sind nicht nur schlau, die sind sogar neu. Aber so können Autos im Schatten parken und es kann Energie erzeugt werden. Das ist so wild. Ich glaube, in Deutschland Magic Park Pferden hat es auf jeden Fall. Und dann Magic Mountain oder Magic Park Pferden? ja, alles das Gleiche. Egal ob Magic Park oder Magic Mountain, Hauptsache Achterbahn. Hauptsache Weltrekord Achterbahn. So, die meisten von euch haben es wahrscheinlich schon geahnt. Ich habe es nämlich noch gar nicht gesagt, aber ja, willkommen in Six Flags Magic Mountain, besser bekannt als Sechs Flaggen Zauberberg. Wir haben hier eine Rechnung offen von einigen Bahnen. Bei mir sind es 5 Bahnen inzwischen, die fehlen. Es waren mal mehr, aber die haben so abgerissen, glaube ich. Peoples, wir sind drinnen in Six Flags Magic Mountain mit unserem Prestige-Pass durch einen eigenen Eingang und sogar vorher im Park. Und ja, trotzdem haben wir es riskiert, eine Aufnahme zu machen, wie die Leute hier reinrennen. Die sind nämlich alle zu Full Throttle gelaufen. Premier Ride Skyrocket 3 haben wir jetzt geskippt. Ist jetzt nicht so eine gute Bahn und wollten jetzt Goliath fahren, weil es auf dem Weg liegt, ist aber noch zu. Jetzt hier rechts runter geht es zu Twisted... Tim, heißt das jetzt so? Nee, Twisted Colossus. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt machen oder den AMC, wo nur 3 Leute drin sitzen. Der Twisted Colossus ist auch ein AMC übrigens. Wir gehen hier hin. Erstmal zum neuen Count. Der B&M Inverted Coaster steht noch auf dem Lift. Der Batman-Klon.
Den brauchen wir auch. Den haben wir letztes Mal nicht mehr gemacht, weil es so nervig war. Goliath macht jetzt auch mal eine Fahrt. Ja, toll. Aber da sitzen Leute drin, das können wir also schon mal fahren. Bei Twisted Colossus weiß ich ja auch noch nicht. Mein lieber Gesangsverein, was ist denn hier schon wieder los? Wonder Woman Flight of Courage sind wir jetzt zweimal gefahren. Ich bin in der allerletzten Reihe und in der allerersten Reihe gefahren. Definitiv eine Bahn für die letzte Reihe. Uschi war aber in der vorvorletzten, weil da war einer mit uns, der wollte auch mit die letzte. Du kannst ja die vorletzte nehmen. Dann hat er sich doch da vor Uschi noch mal hingesetzt. Voll Idiot. Krasse Bahn, ey. Macht richtig Spaß in der allerletzten Reihe. In der vorvorletzten, habe ich gehört, gibt es fast keine Airtime und sehr nichts sagen, krass. In der ersten drückt es mehr, statt dass es abgeht. Also letzte war schon crazy cool, auch mit Airtime und rumreißen. Siehst auch nicht, wo es lang geht. Mit diesem Single Rail ist halt auch nicht viel los. Es ist auch in der Bahn noch nicht viel los, so dass wir sitzen bleiben konnten. Beziehungsweise für die erste sind wir einmal rumgegangen und ansonsten hätten wir jedes Mal sitzen bleiben können oder kurz umsetzen. Ja, coole Bahn, auf jeden Fall ein nicer Auftakt und das ist hier auch super crazy, die Ecke. Du guckst jetzt nicht nur auf diese Bahn, sondern hast dahinter einfach noch einen B&M Stand-Up Coaster. Da dahinter B&M Inverted Coaster. Ich glaube, Uschi möchte den Inverter machen. Ja, müssen wir. Der Count fehlt. Dafür nicht anstehen, ist, glaube ich, eine ganz gute Sache. Das machen wir dann jetzt mal eben, wenn der schon auf ist. Wir nehmen das jetzt erstmal mit rein. Ja. Jetzt muss uns ja jemand erstmal aufhalten an den Lockern. Weil diese Zwangslockerverkauferei ist, glaube ich, nicht mehr, sondern kannst alles in die Ecke schmeißen. Nö. Kostet hier auch $8, der Hoflocker. Multi-Use. Das ist so, weißt du, so Moviepark-DNA.
es kommt ja auch von Warner und Batman und Six Flags und allem. Also so diese Batman-Achterbahn, die bringen immer noch mal so ein Flashback für mich auf jeden Fall. I think like the first time I went on this, like half a dozen people lost. Hier frisch. Leute, Twisted Colossus, zweimal gefahren. Letzte Reihe, erste Reihe, also erst erste Reihe, dann letzte Reihe. Yeah, we're gonna make it. Wait, let's see where they at. Yeah, we'll make it. Be alright. Whoop. This is so So, wir kommen. RC Coaster war mal eine Holzachterbahn, waren mal zwei Holzachterbahnen, ist jetzt ein Möbius Coaster und man fährt Rennen, wenn es klappt. Die Crew hat richtig Bock, dass das klappt und oder besser die Operatorin, die gerade am Pult ist, und auch die Crew motiviert, die Leute motiviert. Es wird gepusht, es wird Gas gegeben und es gibt ein wildes, wirklich anspruchsvolles Layout, was echt anstrengend ist, und High-Five-Element und zwei Inversionen, die also jeweils eine ist über dem Kopf über dem anderen Zug. Total crazy, voll geil. Ja, coole Bahn, hat richtig Spaß gemacht. Hatten wir damals im FKF eine ERT drauf, als wir hier waren. Hatten mit 50 Leuten 3 Züge für uns. Teilweise saßen wir einfach nur zu zweit in einem Zug. Und hinter mir ist noch eine blaue Schiene zu sehen. Und das ist ein B&M Flawless Coaster. Scream haben wir schon. Fahren wir nicht nochmal.
ist nicht erstrebenswert. Steht mitten auf dem Parkplatz. Letztes Mal war sogar noch die Parkflächenmarkierung darunter zu sehen. Und das haben wir jetzt hier erstmal in der Ecke gemacht. Diese Bahnen hier hinter mir fahren wir übrigens nicht und sind wir nie gefahren. Superman, Flight, Escape, irgendwas bestimmt wahrscheinlich. Flight auf 4, nein. Superman Ultimate Flight oder so. Auf jeden Fall zwei Intermin-Bahnen, die da hochgelauncht werden und dann fällt man rückwärts wieder runter. Eigentlich total dämlich, aber verdammt hoch, verdammt schnell. Sind wir letztes Mal nicht gefahren, weil es den Tag vorher geregnet hat und dann können am nächsten Tag Launch Coaster nicht fahren. Haben wir damals auch in den Vlogs, glaube ich, ausführlich erzählt. Und sind jetzt seit Ewigkeiten geschlossen, so wie Like Drop of Doom. Das sind die Freifalltürme, die sie an der Seite davon dran geschraubt haben, die auch einfach kommentarlos Ewigkeiten schon geschlossen sind. Und als wir in Australien waren, gab es auch noch so ein Ding, das hat kurz vorher zugemacht. Sind wir noch nie in den Genuss gekommen. Aber jetzt kommen wir vielleicht in den Genuss von Goliath hier hinter mir. Inzwischen ist Goliath auch geöffnet und da haben wir jetzt überlegt, wenn wir jetzt schon mal in der Ecke sind, fahren wir das jetzt auch erstmal, weil wir noch mal Bock drauf haben auf so eine Giovanola-Bahn und gucken dann, dass wir weiter counten. Für mich ist dieser Eingang zu einer Achterbahn sowas von Rollercoaster Tycoon. Ich glaube, den gab es da auch damals als vorgefertigtes Prop oder so. Ja, da gehen wir mal gucken, wie es ist. Ja, angeschlagene 10 Minuten bei Goliath waren realistische 25. Ich habe gerade noch einen Kommentar gelesen, dass die Operations hier katastrophal sind. Haben wir bis jetzt nicht erlebt, war auch keiner da, beziehungsweise bei Twisted Colossus haben die echt Gas gegeben. Und jetzt lag es auch nicht unbedingt an den Mitarbeitern, sondern an den Gästen, die hier wirklich ziemlich beschugge sind. Alter, was eine G-Keule. Also das ist wirklich eine riesige Bahn, super schnell unterwegs. Dieser Floating Air Terminal ist richtig cool. Aber das Ding, das zerdrückt dich einfach. Die Blockbremse bremst ja fast auf 0 runter und danach wird es wirklich nicht angenehm für niemanden. Aber cool, die nochmal gefahren zu sein, ist schon lange her. Hat auf jeden Fall Bock gemacht. Goliath auf jeden Fall mit dem und steht wirklich sehr schön hier, neu gestrichen. Das sieht echt gut aus gerade.
es wird Zeit, etwas Neues wieder zu fahren. Und wir sind jetzt im Bereich, den wir noch nicht mal kennen. Und der war bei unserem letzten Besuch nämlich geschlossen. Und hier haben sie West Coast Racers gebaut. West Coast Customs kennt ihr vielleicht auch von MTV, wenn ihr ein bisschen älter seid. Bei Pimp My Ride war das die Tuning-Werkstatt, die es wirklich gibt. Und die sind Lizenzgeber für diese Achterbahn. Premier Rides, Launch Coaster, quasi Möbius. Also ich weiß nicht, es gibt entweder Möbius oder nicht Möbius. Und ich habe mich aber nicht so intensiv damit beschäftigt, weil ich mich ja nicht spoilern lassen möchte. Und auch hier wird Rennen gefahren und es gibt 3 Züge. Wir fahren jetzt erstmal, damit ich euch ein bisschen mehr erzählen kann und vielleicht ist es da ein bisschen ruhiger. Okay, welcome back. I hope you enjoyed that run, but the next one is even going to be more epic. Right now, the West Coast crew is below you, working on your ride. Matter of fact, let me go check on them. Und links auf Deutsch untertitelt. Ja, West Coast Racers sind wir jetzt gefahren, Möbius Coaster. Also man kommt neben der Station nochmal vorbei und fährt dann quasi auf der anderen Seite. Und es sind wieder 3 Züge im Einsatz und die liefern sich ein Rennen. Das funktioniert ganz gut, weil man einfach hier rumsteht und wartet. Und der Zug aber auch nicht so groß ist und nicht so lange braucht, bis der abgefertigt ist. Ja, weiß ich nicht. Also von der Idee ist das Ganze ja cool. Gestaltung kann man sich drüber streiten, aber die Fahrt... Das Layout ist an sich jetzt auch nicht verkehrt, aber wie es gemacht ist, ist halt nicht gut. Die Übergänge zwischen den einzelnen Passagen sind halt so richtig ruckartig und du fährst einfach nicht smooth in das High-Five-Element. Du fährst doch unsmoother dann durch die nächste Inversion. Dann gibt es einen zweiten Launch, einen Boost. Der tritt dir einfach nur so in den Hintern, aber nicht cool, sondern von und dann noch die Übergänge wieder in die Inversion, total gargelig. Super viel positive Gs. Weiß ich nicht, aber das Duellieren, das funktioniert sehr gut. Dadurch, dass sie die beide zusammen jeweils zweimal abschießt. Also das ist, wenn man das noch ein bisschen mit ein bisschen mehr Knowledge oder Fingerspitzengefühl oder weiß ich gemacht hätte, wäre es besser geworden. Also sieht ja cool aus, wenn so 2 so kurze Züge, die wie Autos gestaltet sind, sich duellieren. So ein Konzept habe ich ja seit 100 Jahren für mich selber im Kopf mit einem
geilen Zug, der irgendwie ein cooles, getuntes Fahrzeug ist, gegen ein Polizeiauto, wo sich dann da eine versteckt und man eine richtige Verfolgungsjagd hat. Mit so einer Art Coaster. Na gut, aber cool, das gefahren zu sein. Wurde auch mal Zeit. Ist ja auch jetzt, glaube ich, schon 6 Jahre auf oder so. Apocalypse The Ride fehlt uns auch noch. Und das ist ein GCI Woody, eine Holzachterbahn. Ich habe gerade schon gesehen, wo der hier vorbeigefahren ist, dass der irgendwie ganz hinten dran einen Zero-Car hat. Warum? Keine Ahnung. Macht mir auf jeden Fall ein schlechtes Gefühl. Nee. Schön in die Sonne geparkt, ey. Danke. Yo, Peoples. Nachdem wir bei West Coast Racers nicht 55 Minuten gewartet haben, wie es in der App stand, sondern nur so 23, waren wir jetzt bei Apocalypse, was geschlossen in der App ist, so wie GoLive eben übrigens auch, so eine halbe Stunde drin. Haben gestanden und dann haben wir durch Zufall sogar die Front Row bekommen. GCI, Holzachterbahn mit Millennium Flyer Zügen, wilde Kiste, ziemlich rough, Uschi fand es ziemlich witzig. Schüttelt einen schon gut durch und ist nicht so dynamisch wie zum Beispiel gestern Gold Striker. Aber trotzdem durch diese Couch, in der man da sitzt, ganz okay. Und das Zero Car hinten dran, was ich erspäht habe, ist da, weil 2009 zur Eröffnung das Ganze hier mit einer Terminator-Thematisierung daherkam und der allererste Wooden Coaster war mit Onboard-Sound. Ja. Wenn ihr jetzt denkt, das habe ich ja noch nie gehört und das hat auch kein anderer. Ja, es ist jetzt nicht unbedingt von Erfolg geprägt und ist halt ständig kaputt gegangen, weil es halt so rough und hart ist, da drauf zu fahren. Und dann hat man 2011, wo die Terminator-Lizenz
beendet wurde, weil man da sich die Kosten gespart hat. Das komplett ausgebaut und weg. Also da war die Steuerung und allem Pipapo hinten dran in so einer Kiste und dann hatte wohl jeder Wagen in der Rückenlehne einen Lautsprecher. Muss, glaube ich, auch voll laut gemacht werden, weil das Ding ist ja voll laut. Wahnsinn. Der geschlossene Flume sieht so aus, als ob die ihn gerade richtig frisch machen nochmal für die Saison. Da hinten sieht es aus, als ob das Ding für immer auseinanderfällt und hier sind die Wannen aber alle neu gestrichen. Irgendwie, ich weiß nicht, ob der Park sich füllt oder alle bekloppt sind. Rafting, voll viele Leute. Und laut App ist dazu bei 60 Minuten. Die stehen aber auch wirklich bis hier hinten. Das ist der B&M Flying Coaster. Da würden wir jetzt bei der Wartezeit erstmal Abstand von nehmen. Das ist jetzt nicht so erstrebenswert. Und erstmal den letzten, also für mich den letzten verbleibenden Kraut holen. Wir haben noch jemanden, der hat letztes Mal sich von der Kinderachterbahn gedrückt. Und jetzt holt es einen ein. Was ist denn hier eigentlich schon wieder los? Das ist nichts auf dem Grill. Das ist einfach nur der alte Dreck und Schmand, der gerade verbrennt. Lecker. Oh, jetzt kommen wir noch an einer Achterbahnschiene vorbei. Das wird sich noch lohnen, das zu fahren. New Revolution ist eine Schwarzkopf-Achterbahn und die erste Achterbahn mit dem quasi fahrbaren Looping und auch Teil von dem Film Achterbahn. Also das wäre natürlich noch eine feine Sache, die Bahn nochmal zu fahren. Aber wie gesagt, gehen wir jetzt erstmal zu Wipperfürth, aka Viper. Wenn ich ja gerade schon ein Looping erwähne, sind wir jetzt ja bei Viper und diese Bahn ist von Aerodynamics aus einer Zeit, wo man noch nicht wusste, wie man Looping groß baut. Man hat diese eine Standardgröße von Looping und jetzt hatte man aber hier eine verdammt hohe Bahn mit einer hohen Geschwindigkeit und wusste nicht, ja, wie machen wir das denn jetzt? Und wie man das gemacht hat, das zeigen wir euch jetzt. Oh nein. Heilige Mutter der Porzellankiste, ey. Boah, das ist auf jeden Fall mal ein harter Ritt gewesen. Krass, wie bescheuert muss das gewesen sein, als die Bahn neu aufgemacht hat. Vor so vielen Jahren. Ich kann da nicht mehr. Krass. Ist schon cool, das jetzt gefahren zu sein, aber ich brauch's nicht nochmal. Kranker Haufen Stahl. Wahnsinn. Wie hoch, wie schnell und wie ulkig sind diese Loopings.
Oh, the final hurts. God damn it. Oh. Oh my God. Mir tut der Kopf jetzt weh. Doll. X2. Jetzt bin ich auch schlauer. Leichte Schläge gegen den Hinterkopf erhöhen das Denkvermögen. Ich werde es nicht nochmal fahren. Uschi hat's nicht gemacht. Dank mir, weil ich immer so mache. Benimm dich. Benimm dich. Nein, mach ich nicht. Bevor das wieder irgendjemand denkt. Das ist ja so ein 3D, 4D, Spin, weiß ich nicht, Coaster, wo sich die Gondeln überschlagen, obwohl das Ding schon Überschläge fährt. Gibt es 3 Mal auf der Welt, sind wir alle 3 gefahren. X2 war seinerzeit die erste Bahn dieser Art, die wir gefahren sind. Das ist ja schon was länger her. Vorletztes Jahr sind wir dann den letzten fehlenden noch gefahren, davor den dazwischen. Haben wir auch schon öfter darüber gesprochen. Wir können auch gerne nochmal über diesen ganzen Coaster-Typ sprechen und wie es funktioniert. Und das ist eine gesteuerte Drehung der Gondeln, in denen man sitzt, während das Ding trotzdem auch noch achterbahnmäßige Überkopfelemente durchfährt. Ist crazy, ist es hoch, ist es schnell, es hat Arrow pleite gemacht und S&S hat es weitergebaut oder so. Das ist alles ein bisschen wild. Aber die fahren hier nur mit einem Zug. Der andere sieht super general überholt bzw. komplett neu aus, als ob die ihn ganz neu aufbauen, der im Maintenance Bay steht. Und ich glaube, die sind durch. Das Ding hat mir den Schädel weggeknüppelt, das kann man sich nicht vorstellen. Also, auf dem Auge bin ich jetzt blind da hinten. Das ist so eine Stange, die so hoch und runter gehen und deswegen dreht sich ja das Ganze. Wenn das aber an Stellen passiert, wo es nicht passieren soll und dann ganz oft so hintereinander, dann macht es halt pam, 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 pam. Also wirklich, das war... Die neben mir saß, die hat ihre Beine haben wehgetan, weil selbst die schlagen hoch, wo du da normal vorne stehst und patsch wieder runter und dann mit dem Kopf natürlich das gleiche in grün. Ey, es geht gar nicht. Da kannst du so null die Fahrt genießen. Selbst die normalsten Drehungen, wo es jetzt nicht so war, war dann trotzdem so richtig gargelig. Irgendwie voll am Haken, also als ob was kaputt wäre. Ich weiß es nicht. Der Feuereffekt ist seit 100 Jahren nicht mehr in Betrieb. Ja, das war jetzt nichts. Ein bisschen enttäuschend. Vor allem stehen 10 Minuten auf dem Monitor. Die App brauchen wir gar nicht darüber reden, dass die Murks ist. 10 Minuten Wartezeit stand auf dem Monitor. Es war eine halbe Stunde. Jetzt ist bestimmt 90 Minuten, weil jetzt steht der ganze Zickzack voll, an dem ich vorbeigelaufen bin. Ja, weiß ich nicht. Aber Six Flags Magic Mountain ist blau. Wir sind jetzt ein bisschen weitergegangen und hatten vor, New Revolution, Classic Revolution, was auch immer Revolution, zu fahren und 20 Minuten stehen dran und wir haben ja unseren One Single Ride Fast Lane ja noch und nehmen wir den jetzt einfach irgendwie dazu, weiß ich nicht, funktioniert aber nicht. Also wir konnten das nicht auswählen. Da habe ich gedacht, ja komm, dann gehen wir mal zu einem Mitarbeiter, der ist ja sonst eigentlich scannt, vielleicht weiß der ja, was jetzt hier das Problem ist. Natürlich nicht. Ich bin so blöd, Alter. Wir sind bei Six Flags, wie komme ich da drauf? Keine Ahnung. Okay, jetzt sehen 20 andere Mitarbeiter auch noch von. Du fragst es auch keinen? Dann steht der so neben dir. Ja, Digga, was ist mit. Also, wir würden auch morgen noch hier stehen mit ihm. Wir würden mit ihm nach Hause gehen wahrscheinlich. Es ist unfassbar. Und dann bin ich, der geht mal her. Und dann gucke ich jetzt selber nochmal. Ich wähle jetzt einfach mal eine andere Attraktion aus und Volltrottel geht. Dazu geht nicht. Und dann steht irgendwas ganz klein in Rot. Es könnte sein, dass keine mehr verfügbar sind. Was auch wieder keinen Sinn macht. Und vor allem könnte sein, und dann geht es einfach nur nicht. Dann schreibt doch, dass keiner mehr verfügbar ist oder dass es nicht geht. Oder was auch immer. Keine Ahnung, was das wieder ist. Also stellen wir uns jetzt mal hier an, weil das wollen wir auf jeden Fall noch fahren. Und haben dann, weil es ja geht, einen für Volltrottel ausgewählt.
Boston. Revolution, was eine Kracherbahn einfach. Ist jetzt auch gut gefüllt wieder. Bei uns kamen die 20 Minuten aber sogar hin. Und das Problem ist ja so ein bisschen, es ist eine sehr lange Bahn. Das ist kein Problem, das ist sehr gut, aber es ist nur ein Zugbetrieb. Haben sie sogar durchgesagt und sich dafür entschuldigt. Gab aber auch nur von den anderen Ride-Ups dafür Applaus. Kann ich mir natürlich vorstellen, dass jetzt Anfang der Saison, die in der Jahreswartung noch sind oder nicht zurück sind, stehen auch nicht auf den Abstellgleisen, aber sie fahren wenigstens, auch wenn es nur mit einem Zug ist. Ja, schade ein bisschen, aber tolle Bahn. Achterbahngeschichte, erster so richtig gut fahrbarer, vernünftiger Looping der Geschichte. Haben sie auch da quasi draufstehen. Und Schwarzkopf, lange Bahn, ein bisschen bumpy, aber so bascht. Und Tatsu dahinter, ne? Frisch gestrichen, sieht schon crazy aus, aber B&M Flyer, wissen wir ja alle, was da los ist. 7 más mujeres que son diablas, please. Negra con bikini solo para mí. Pelo rizado con un culazo así. Morena, morena, morenita que quiero tu cuerpito en mi cama. Y baila rumba pero solo encima de mí, bebé. Baila rumba, negra, babe. Maneja, 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 yeah. Baila rumba, negra, babe. Morena, morena, morena. Siempre te adoro, tomaré tu foto cuando me miras así, así. Luna de la noche, soy como coyote,
Ja, wir sind jetzt noch Full Throttle gefahren. Boah, also erste Mal, dass die Operations heute wirklich auch super langsam sind und nervig, aber die Gäste auch wieder super unfähig dabei sind und irgendwie jeder gegen das arbeitet, was man machen soll. Coole Bahn. Premier Rides, Skyrocket 3, haben wir schon mal gesagt gehabt. Du hast erst einen LSM-Lounge hier aus der Station raus in einen riesigen Looping, The Stardust Looping Coaster. Und dann fährst du ein bisschen so nach hinten und dann gibt es eine kleine Überraschung, und zwar wird der Zug abgebremst, rückwärts nochmal gelauncht und dann gibt er nochmal vorwärts Gas und dann fährt man mit der gleichen Schiene quasi über dem Looping nochmal entlang. Was dann nicht so geil ist, dass du nicht so ganz drüber bist und dann wirst du abgebremst. Das ist schon ein bisschen gargelig. Das haben wir jetzt auch gemacht. Uschi hatte Spaß, der hat die Bahn gefallen. Ich fand es auch cool. Jetzt muss einer von uns beiden sich noch einmal in eine Kinderachterbahn quälen, die man das letzte Mal einfach geskippt hat aus undefinierbaren Gründen. Das bin nicht ich. Hier haben wir von X2 zum Beispiel den Nano Coaster. Nano Coaster, Link in der Videobeschreibung, aber nicht der X2. Sieht ja dann so aus, kennt man ja. Aber es gibt mehrere, wie ihr seht. Es gibt aber auch einen Nano Coaster Plus. Und dann sieht das dann so aus. Das ist crazy. Das ist übrigens auch crazy. Oh, ich hab den Sommer on flight con botella a Miami. Ey. Hier, oh, es ist quasi das eingetreten, was wir uns gedacht haben. Und zwar ist bei Twisted Colossus komplett vorbei mit, es wird ein Rennen gefahren. Das lag wahrscheinlich an der Operatorin, die wir da hatten, die da richtig Bock drauf hatte und immer geguckt hat, dass das funktioniert. Denn wir sind jetzt gerade mal aus dem Park raus. Wir sind jetzt soweit eigentlich alles gefahren, von das, was wir fahren wollten. Haben halt nur B&M Flawless, B&M Stand-Up und B&M Flying weggelassen. Flying hätte ich ja nochmal gemacht, aber alles war halt auch super voll jetzt. Oder ja, hat so ein bisschen gezogen. Anfang der Saison, ein paar Einzugbetriebe noch. Operations waren ganz okay, manchmal ein bisschen schwierig, Gäste sehr schwierig. Und ich mache jetzt hier noch 2, 3 Shots. Der Park macht in 20 Minuten zu. Also fährt auch vielleicht bald nichts mehr. Gas geben. Ja, ich glaube, da sind wir uns einig, dass 8 Stunden Parköffnung definitiv nicht genug sind, wenn du irgendwie ein Portfolio von 16 Achterbahnen oder so hast. Wir sind eigentlich überall, wir haben Gas gegeben, sind gut durchgekommen, hatten jetzt keine hohen Wartezeiten, wenn man das jetzt so sehen möchte. Eine halbe Stunde für so eine Bahn der X2 kann man jetzt nicht als hoch bezeichnen, würde ich sagen. Und wenn man jetzt noch irgendwie vielleicht mal was zwischendurch essen würde und ein Rafting macht oder sowas, da geht ja nichts in der Zeit. Großer Park, da ist das natürlich für die auch cool, wenn du dann nochmal wiederkommst und noch mehr Geld hier lässt. Und es ist aber jetzt keine Frage, dass Magic Mountain natürlich eine krasse Skyline hat, krasse Achterbahn hat, sehr viele Achterbahnen hat und unfassbar beeindruckend ist, vor allem wenn man aus Mitteleuropa kommt.
fliegende Vieh. Und es hier schon sehr crazy Sachen gibt, die man fahren kann. Also da müssen wir, glaube ich, gar nicht drüber reden. Letztes Mal waren wir sehr unzufrieden mit unserem Besuch. Dieses Mal gibt es nicht wirklich viel zu meckern. Haben wir ein bisschen mehr Glück gehabt. Ich will nicht wissen, wie sich das dann noch weiterentwickelt in der Saison, aber Operations waren vollkommen in Ordnung. Die Leute sind halt ein bisschen schwierig, die hier hinkommen, aber sonst gibt es nichts zu meckern. Müssen wir gucken, wo wir jetzt hier für Fürth geparkt haben. Ob das jetzt schon die war oder eine weiter? Ich glaube, eine weiter noch, weil da steht ein GMC. Wenn das ein Nevada-Kennzeichen ist, ist es meiner. Das sieht doch gut aus. So, aber noch nicht ganz durch mit den Aufnahmen. Ich würde nämlich gerne noch vorne X2 einmal Offride machen, weil das geht nämlich nicht irgendwie aus dem Park raus. So, okay, das ist unser Auto. Gut. Time I did, I pay my dues affiliated to this paper. I need freedom for my family line. Draw my life design up like fine art. I'm jumping out just to unfamiliar coordinates. Topped off the porch like I could touch the sky. Red is not one trillion. The ism talk the water out your faucet. Look at me flossing. I'm so wavy, I could change the tide. My intuition sense the hatred in your ways. You imitated. Dein Salat ist da. Forging lines, claim meaning means that's just to justify. Jo Leute, wir sind schon mal, sind jetzt aus dem Park ja raus, sind eine Stunde gefahren Richtung unseres Hotels, sind aber noch eine Viertelstunde von unserem Hotel entfernt und sind jetzt bei Olive Garden zum Mittag- und Abendessen gleichzeitig, weil nach den, ja, überschaubaren, nicht so katastrophalen, aber auch nicht wirklich geilen amerikanischen Hotelfrühstück, haben wir nichts mehr gegessen. Und das machen wir jetzt. Erstmal gab es jetzt vorneweg den Salat und die Breadsticks. Ey, die Breadsticks sind crazy. Auch unglaublich ungesund wahrscheinlich. Deswegen sind die auch so nice. Aber der Salat ist wirklich mal eine sehr willkommene Abwechslung. Und dann gibt es jetzt noch gleich Pasta. Die seht ihr natürlich auch. Und wenn wir das alles dann uns einverleibt haben, fliegt man aus den Läden wieder raus. Und dann sind wir auch ready. Und dann geht's Richtung Hotel, was wir euch gleich auch noch zeigen. Übrigens Breadsticks, der Salat und die Softdrinks hören niemals auf. Es ist never ending free refill. Aber das finde ich sehr erfreulich und überraschend. Ich kriege nicht jedes Mal einen neuen Strohhalm bei einem neuen Glas. Bei meinem Mango Passion Fruit Iced Tea. Creole baby, my bloodline, my lungs clouded, my thoughts crowded. Say all I see is these dollar signs. Finna make a play and that sound delay. On mamas, I testify. Run for it, run for it, run. I'm out here paper chasing, looking for the funds. Run for it, run for it, run. I'm out here paper chasing, looking for the funds. Er schrubbt und schrubbt und schrubbt und schrubbt und schrubbt. Das Wasser? Ja, das muss man auch mal wechseln. Ah, das stinkt. Ja, genau das. Ist das verschimmelt? Das hat aber auch schon eine interessante Färbung. Ja, das ist nämlich die Farbe noch besser. Das ist schwarz und stinkt wie aus der Hölle. Oh, das ist hier eine große Dusche. Was ist denn hier jetzt los in dem Zimmer? Hier auch wieder der Siphon. Sichtsiphon. Aber es ist ein schwarzer Sichtsiphon. So Leute, hier ist das Zimmer. Hat das Bett hier in der Ecke gestellt. Irgendwie hat es aber auch einen Schrank. Einen großen Gruseli. Und Schreibtisch. Und das sieht mit der indirekten Beleuchtung, das ist ja auch ganz süß da oben. Das ist echt schick sogar. Wenn man das einzeln ansteuern kann, Mikrowelle, Kühlschrank, wie man es kennt. Und eine Couch. Sehr cool. Süß mit dem Schreibtisch, Archini. Raumtrenner. Ne? Das ist so, ja, Raumtrennermäßig ist. Aber ich habe die Lampe hier noch nicht anbekommen. Die ist hier eingesteckt. Was ist das hier? Das hast du schon gedrückt, ne? Das ist das hier oben. Ja. Aber wie mache ich die denn jetzt hier an? Oh, Leute. Hä? Warum ist das? Die ist an, oder? Nee. Das geht aber trotzdem nicht, ne? Genauso schlau wie das hier.
wir schlafen übrigens Backstage. Das weiß ich ja nicht. Es sind wieder diese amerikanischen Konstruktionen, weil hier nichts hält oder keine dieser tollen Steckdosen Strom hat. Deswegen tut es die Schreibtischlampe scheinbar auch nicht, weil da nichts rauskommt aus der Dose. Also hier ist nur das. Ich weiß doch nicht, ob das alles jetzt so hier offen sein muss. So. Hier ist... So, jetzt habt ihr das Hotel und das Zimmer ein bisschen gesehen. Wir werden das auch nochmal im Hellen zeigen. Und die Uschis Enttäuschung, dass der Pool out of order ist. Warum auch immer. Und hier Steckdosen irgendwie nicht funktionieren. Und wir haben die Eismaschine gefunden. Wir sind irgendwann an der Rezeption wieder ausgekommen, haben gefragt, wo die denn wäre. Und die ist halt auf der ersten Etage, weil sonst hier immer von außerhalb Leute kommen und das Eis sich holen, klauen, zocken, whatever. Genau, das erstmal dazu. Wir sind quasi auch in unserem finalen Hotel, ist wieder ein Best Western geworden und haben noch ein paar Nächte, wie diese jetzt, die wir jetzt gleich starten, weil wir sind auf jeden Fall durch und kaputt. Wir hatten einen überraschend erfolgreichen und guten Tag bei 6 Flaggen Zauberberg. Es gibt da Tage, da kann man alles wegballern. Es gibt Tage, die sind die absolute Katastrophe. Das, was wir heute hatten, habe ich nicht erwartet, weil das ist nämlich genau dazwischen irgendwo. Zwischen echt gut und total schlimm, wie es funktioniert. Aber andererseits, da es nicht der Erstbesuch war, würde es eher in die Kategorie gut schieben. Auch wenn hier und da die Wartezeiten zu hoch gewesen wären, um jetzt Full Count zu machen oder alles nochmal zu fahren. Aber im Ganzen, ja, die AMC-Kisten sind wir beide 2-mal gefahren und sind alle anderen spannenden Bahnen gefahren. Von daher ist das, glaube ich, ganz gut gelaufen. Vor 2-3 Wochen konnte man hier, Grüße an den Geisterfahrer, alles auf einmal durchknattern und wir hatten es ja vor 8 Jahren, dass es ja die absolute Katastrophe war. Aber heute war echt... Für Six Flags war das sehr gut, aber es war trotzdem Six Flags Day, so ist es nicht. Was wir morgen machen, seht ihr demnächst. Jeden Tag 18 Uhr seht ihr ein neues Video. Ihr abonniert den ganzen Quatsch jetzt, um das nicht zu verpassen. Und wir sehen uns dann bald wieder zu einem weiteren Video der 360-Grad-Tour. Und auf der Carpool Lane, das ist ziemlich gut, damit machen wir ein wenig Strecke gut und haben wieder alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. So, Legoland Kalifornien, SeaWorld San Diego. Das ist ja ein Murks einfach. Ja, die Happy Hour auf dem Interstate, wer kennt sie nicht?